Rapper protzen regelmäßig mit ihrem Reichtum und zeigen, was sie haben. Und trotzdem sind sie regelmäßig pleite. Aktuell halten sich hartnäckig Gerüchte, dass zum Beispiel Shindy oder aber Lilano finanziell große Probleme haben. Warum das so ist und warum das nicht nur die beiden Rapper betrifft, sondern auch so ein strukturelles Systemproblem ist, das zeige ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und als Rapper muss man offensichtlich irgendwie zeigen, was man hat. Ich muss ein teures Auto fahren, eine teure Uhr haben, Goldschmuck haben, exzessiv Partys feiern und auch regelmäßig teilen, wie teuer das Ganze war. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Klamotten. Manchmal auf einen Schlag 20.000, 30.000. Anders kann man offensichtlich irgendwie keinen Hip-Hop machen. Zumindest ist das der gute Ton, nach dem die meisten arbeiten. Und da finanziell dahinter tatsächlich ganz selten Substanz steckt, das zeige ich dir in diesem Video mal im Detail. Generell möchte ich auf das ganze Thema Vorschuss als erstes eingehen. Der Vorschuss wirkt manchmal sowas wie, ich habe jetzt so viel Geld überwiesen bekommen und ich schwimme jetzt in Geld. Das war noch Zeiten, ne, damals. Oh, weißt du noch hier? Ja. Oh, war das schön. Oder hier in Spanien. Ja. Und dazu hat Marvin California ein wahnsinnig spannendes Video aufgenommen, wo er das mal heruntergebrochen hat. Das blende ich hier mal ein. Genau wie bei einem Darlehen bei einer Bank muss auch ein Vorschuss bei einer Plattenfirma wieder zurückgezahlt werden. Sowas ist in der Musikbranche gang und gäbe und wird nicht nur bei Rappern so gehandhabt. Das heißt, ein Vorschuss ist ganz häufig nichts anderes als ein Kredit. Stellt euch mal vor, ich gehe zur Sparkasse, will mir ein Haus kaufen und die Sparkasse gibt mir eine halbe Million Kredit. Und nachdem ich die Kreditbestätigung bekommen habe, feiere ich das groß ab, dass ich eine halbe Million Vorschuss bekommen habe. Nichts anderes ist das. Und ehrlicherweise sind das meistens Kredite mit wahnsinnig schlechten Konditionen. Weil eine Bank würde mir in diesen Fällen ja keinen Kredit geben, weil ich keine Substanz habe. Also weil ich keine Sicherheit habe, die ich irgendwie geben kann und auch kein sicheres Einkommen habe, weil ich ja noch nicht weiß, wie meine Platte laufen wird. Ich habe einfach, sag ich mal, todesviele Schulden. Also ich würde jetzt nicht Schulden nennen, also andere würden dazu Schulden sagen. Ich würde einfach sagen, ich muss Sachen bezahlen mit Geld, was ich nicht habe. Außerdem ist es auch nicht vergleichbar wie ein Investor. Wenn ein Investor in ein Unternehmen Geld steckt, dann ist das in der Regel Eigenkapital. Das heißt, dieser Investor möchte dieses Geld nicht 1:1 zurückbezahlt bekommen. Das heißt, Plattenfirmen sind eher sowas wie Banken und nicht wie Investoren. Generell kann ich dir als Selbstständiger, also auch als Musiker, dringend davon abraten, dein Unternehmen auf Krediten aufzubauen. Und es ist auch vollkommen egal, wie dieser Kredit heißt, ob er als Vorschuss bezeichnet wird oder aber als Kredit, macht keinen großen Unterschied. Du solltest darauf nicht deine Selbstständigkeit aufbauen. Das gleiche gilt übrigens nicht nur in der Musikindustrie. Also auch Buchverlage geben ihren Autoren Vorschüsse und da sind die Verträge manchmal exakt gleich strukturiert. Ich sag mal so, ich habe mir von meinem Vorschuss für mein erstes Buch, meine erste Tranche waren 7.000 € und ich habe mir für 6.800 ein Auto gekauft. Also kann ich nicht bestätigen. Da gibt es hinter den Kulissen übrigens auch häufiger mal rechtliche Auseinandersetzungen, wo es meistens um Geld geht. Nach draußen kriegt man das in der Regel gar nicht so genau mit. Ein guter Indikator ist aber immer, wenn ein Musiker beispielsweise plötzlich unter einem ganz anderen Namen Musik veröffentlicht, als unter dem eigentlichen Namen. So hat K1 beispielsweise eine ganze Weile unter Prince K1 Musik veröffentlicht. Oder Capital Bra war eine ganze Weile Joker Bra. Du kannst in solchen Fällen eigentlich immer davon ausgehen, dass es im Hintergrund irgendwelche rechtlichen Auseinandersetzungen gibt, wo es meistens ums Geld geht. Aber wir sind ja eine Steuerberatung, deswegen möchte ich vor allem auf steuerliche Aspekte in diesem Video eingehen. Der wichtigste Punkt vielleicht, gerade im Hip-Hop-Bereich. Nur weil du ab und zu mal deine teure Uhr oder dein Ferrari oder was auch immer in deinem Musikvideo zeigst, ist das nicht automatisch eine Betriebsausgabe. Es ist gar nicht so einfach, Luxusgegenstände als Betriebsausgabe anerkennen zu lassen. Ich habe zu dem ganzen Thema schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, verlinke ich dir oben rechts einmal. Hier ist nur wichtig, das ist gar nicht so einfach. Und bevor du jetzt anfängst und deine Rolex als Betriebsausgabe buchen möchtest, solltest du da unbedingt einmal vorbeischauen. Aber kommen wir zurück zu den Vorschüssen. Wir wissen also, dass in vielen Verträgen ein Vorschuss nichts anderes ist als ein Kredit. Wie man sich fühlt, wenn man mehr Geld im Kühlschrank hat als andere Rapper in der Tasche. Wo sind die Schokopuddings? Oh, da sind die. Du kannst natürlich auch mit einer Plattenfirma oder einem Buchverlag andere Verträge machen. Und die gibt es auch. Das heißt, dann bekommst du einen Vorschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Und das klingt grundsätzlich ja schon mal spannend. Allerdings gibt es auch da ganz häufig Probleme und die sind vor allem steuerlicher Natur. Ein Beispiel für so einen Vertrag ist ein Bandübernahmevertrag. Du kannst beispielsweise deine Musik auf eigene Kosten produzieren oder Musikvideos drehen und so weiter und bekommst dann eine einmalige Zahlung plus prozentuale Beteiligung, weil du die fertige Musik quasi an den Plattenvertrag übergibst. Was das für Auswirkungen hat in deiner Buchhaltung, das schauen wir uns mal im Detail an.
Um die ganze Problematik zu verdeutlichen, mache ich mal ein relativ einfaches Beispiel. Du bist Autor oder Musiker und hast jetzt einen Vertrag mit einem Buchverlag oder einer Plattenfirma. Und du bekommst insgesamt für 3 Werke, also 3 Bücher oder 3 Alben, einen Vorschuss von 300.000 €. Ordentlich viel Geld. Hallo, ich bin Delano und ich habe sehr viel Geld. Dafür trägst du allerdings die Kosten selbst. Und du hast Kosten pro Werk, also pro Album oder pro Buch, in Höhe von 50.000 €. Das heißt, du hast auch einige Kosten zu tragen. Aber du produzierst ja 3 Werke, also du bekommst insgesamt 300.000 € und hast insgesamt 3 mal 50.000 €, also 150.000 € an Kosten. Das heißt, du weißt jetzt schon, dass du ungefähr 150.000 € Gewinn mit diesem Vertrag machst. Und jetzt gehen wir davon aus, du unterschreibst diesen Vertrag, bekommst 300.000 € überwiesen und fängst sofort an mit der Arbeit. Natürlich dauert es eine Weile, bis du diese Werke veröffentlichen kannst. Das heißt, auch die Kosten hast du über einen längeren Zeitraum. Das heißt, im ersten Jahr hast du 300.000 € Einnahmen, den gesamten Vorschuss und 50.000 € Kosten. Das heißt, du machst 250.000 € Gewinn. Im zweiten Jahr bekommst du kein Geld, weil den Vorschuss hast du ja schon bekommen, hast aber 50.000 € Kosten. Das heißt, du machst 50.000 € Verlust. Das gleiche gilt im dritten Jahr. Auch da arbeitest du, Vorschuss hattest du ja schon bekommen und hast 50.000 € Kosten. Insgesamt machst du 150.000 € Gewinn, aber das Geld bekommst du vor allem im ersten Jahr. Wenn wir jetzt die Steuerbelastung ausrechnen, dann berechnen wir mal die Steuer fürs erste Jahr. Zu versteuerndes Einkommen, 250.000 € sind ungefähr 100.000 € Steuern, die du zahlen musst. Im zweiten und dritten Jahr machst du nur Verluste, das heißt, du musst keine Steuern zahlen. Das heißt, über die gesamten 3 Jahre verteilt zahlst du insgesamt 100.000 € Steuern. Das Ganze geht aber sehr, sehr viel besser. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass dieser Autor oder dieser Musiker unglaublich smart ist und in der Vertragsverhandlung mit dem Buchverlag sitzt oder mit der Plattenfirma und sagt, ich unterschreibe den Vertrag jetzt. Aber ich möchte nicht 300.000 € auf einmal bekommen, sondern ich möchte das gerne in 3 Raten bekommen. Und zwar jedes Jahr eine Rate. Ich möchte im ersten Jahr 100.000 bekommen, im zweiten Jahr und im dritten Jahr. Sind immer noch 300.000 €, aber überweist es mir bitte nicht sofort. Das verändert die ganze Kalkulation, weil ihr dann im ersten Jahr 100.000 € Einnahmen habt, 50.000 € Kosten, sind 50.000 Gewinn. Das gleiche gilt fürs zweite und fürs dritte Jahr. Das heißt, ihr habt in jedem Jahr 50.000 € Gewinn. Sind insgesamt auch 150.000 € Gewinn. Jetzt berechnet sich die Steuer aber ganz anders. Und zwar müsst ihr jetzt in jedem Jahr 50.000 € versteuern. Und die Steuer berechnet auf 50.000 € sind 12.000 €. 3 mal 12.000 sind 36.000 €. Obwohl ihr das gleiche Einkommen habt, obwohl ihr die gleichen Kosten habt, zahlt ihr statt 100.000 € nur noch 36.000 € Steuern. Ein wichtiger Hinweis an alle Steuerexperten. Ich weiß, dass es sowas wie eine Verlustverrechnung gibt. Man kann unter bestimmten Voraussetzungen auch Verluste von einem Jahr in ein anderes Jahr zurücktragen und vortragen und so weiter. Das geht. Allerdings gehen viele Steuerabzugsmöglichkeiten dadurch verloren. Zum Beispiel außergewöhnliche Belastung oder Sonderausgaben kann man dann einfach nicht ansetzen. Das heißt, der Effekt bleibt tatsächlich genauso wie beschrieben. Und was auch ein Effekt ist, der eintritt, ist der progressive Steuertarif. Je mehr Einkommen ich habe, desto höher ist auch der Prozentsatz, den ich darauf Steuern zahlen muss. Deswegen ist es aus steuerlicher Sicht immer attraktiver, ein möglichst gleichmäßiges Einkommen zu haben. Und genau das haben viele Musiker und Autoren halt nicht. Die haben sehr hohe Einmalzahlungen, zahlen dann ganz viel Steuern, um in den anderen Jahren fast gar nichts zu bezahlen. Und das ist steuerlich ziemlich ungünstig. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir so eine Perspektive aufzeigen, die du so bisher noch nicht gehört hast. Und liebe Musiker und Autoren unter euch, bitte erliegt nicht dem Drang des schnellen Geldes. Es ist vollkommen egal, über welchen Zeitraum ihr das Geld bekommt. Steuerlich gesehen ist es aber viel günstiger, diese Auszahlungen über einen längeren Zeitraum zu strecken. Und ehrlicherweise habe ich noch nie mitbekommen, dass ein Verlag oder aber eine Plattenfirma etwas dagegen hatte, weil auch für die ist es ja attraktiver, wenn die nicht sofort alles zahlen müssen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Oder schau einfach eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.